Hallo und herzlich willkommen zurück zu 911 Scales. Heute sind wir wieder beim Porsche Zentrum Mannheim unterwegs. Wieder auf Deutsch, and to all your international viewers, no worries, this video is in German, but I also included English subtitles. Heute Porsche Zentrum Mannheim heißt, wir sind wieder im Vollformat unterwegs und hier wartet auch schon die Laura Siebert mit einem sehr netten Fahrzeug. Hallihallo, sehr cool. Ja, ich habe heute ein S-Cabrio vorbereitet. Alter, das Ding sieht so krass aus, wenn es an dir vorbeifährt, ne? Das ist schon echt hart. Oh, und jemand sagt, ein Turbomotor kann nicht gut klingen. Ist gelogen, ist das. 992, 450 PS. Ja, das sollte doch ganz gut gehen, ne? Also das, was macht da so 0 auf 100? Das Irgendwas wird spaßig. so 4 Sekunden oder sowas? Das ist ja schnell. Alles klar, du hast noch ein bisschen zu tun. Etwas, ich verabschiede mich an der Stelle. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Cabrio. Ich bedanke mich schon mal ganz recht herzlich, dass du wieder so was Feines für uns vorbereitet hast. Genau. Das wird sehr cool. Und dann sehen wir uns am Freitag zur Rückgabe. Alles klar, Ja, ganz perfekt. lieben Dank. Viel Spaß damit. So, 992. Erste Mal 992 für mich. Ja, für mich auch. Auch das erste Mal. Ja. Wir haben den Björn wieder mit dabei. Der macht wieder coole Bilder. Und wir haben diesmal auch eine Drohne dabei. Das wird auch richtig cool. So, First Time 992. Erste Mal, ist auch übrigens das erste Mal moderner 11er für mich. Alter, das Ding sieht so krass aus, wenn es an dir vorbeifährt, ne? Das ist schon echt hart. Der 992, Alter, ist das ein geiles Auto, das ist schon echt krass. Power 450 PS ist natürlich schon echt eine Menge und hier auf der Landstraße, der Björn ist gerade ein bisschen, ich meine, der soll mal ein bisschen sportlicher fahren fürs Video, aber es ist echt schwer möglich, da kommt man sehr schnell in einen sehr, sehr illegalen Bereich. Das 8-Gang PDK ist krass, also wir haben noch nie so ein gutes Getriebe erlebt und mein Gott, wie dieses Auto aussieht auf der Straße. Boah, wenn der auf dich zugefahren kommt, krass. Also das denkst du auch noch, was ein Raumschiff. Und das ist im Prinzip der Basis 11er, also da geht es ja erst los. Da kommt ja noch Turbo, Turbo S und später noch GT3 und wie sie alle heißen. Und das ist der Basis 11er. Also es ist schon echt geil. So, der erste Tag geht schon zu Ende. Björn und ich haben gerade hier noch ein paar Bilderchen am Wasserturm gemacht. Oh, das war ja heute wirklich ein Traumwetter. Wir sind beide auch schon relativ rosa geworden. Also morgen muss ich mir definitiv die Sonnencreme einpacken, wenn es weitergeht. Und Björn, wie war der Tag 11er fahren? Genial. Bestes Wetter, passende Auto dazu. Was willst du mehr? Also die 450 PS sind auch einfach nur krass. Also wenn man es nicht braucht, würde ich empfehlen, man spart das Geld und holt sich eher den kleinen. Aber sonst klar, wer halt die 3,7 Sekunden auf 100 will, der braucht natürlich das Carrera S Cabriolet und nicht das normale Carrera Cabriolet. Aber sonst ist das ja wirklich, also für die Landstraße zum Cruisen, Landstraße Spaß haben, reicht vollkommen aus. Der kleine wird sein. 385 PS, mehr als genug Leistung. Hier die 450. Ich glaube, wir haben sie den ganzen Tag nicht einmal abgerufen. So, und jetzt sind wir auf dem Weg nach Lorsch, dass der Björn auch nach Hause kommt. Mal gucken, was er
Elva so auch auf der Autobahn kann, aber ich glaube, da wird es keine Überraschung geben. Ja, also bei 220 im Vergleich zum Taycan ist der Elva wesentlich lauter. Also das ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Die Kabine ist einfach doch wesentlich lauter, auch vom Boden her, als jetzt im Vergleich zum Taycan. Also der Taycan war da wesentlich ruhiger. Es war wirklich 220, kann man sich ganz gemütlich unterhalten. Hier muss ich jetzt wirklich schon lauter reden. Aber es ist halt auch ein richtiger Sportwagen. So, Autobahnfahren vorbei. Das verdeckt hier auf. So, das war das erste Mal 992 für uns. Ja. Hat sich doch gelohnt, der Tag heute. Das war krass, ne? Und lohnt sich 300 fahren? Auf jeden Fall. Ich weiß, was du auf dem Rückweg machst. Mal gucken. War wieder eine Freude, dass du dabei warst und ich bin sehr gespannt, wie geil deine Bilder wieder sind. Wenn ihr Björn noch nicht ausgecheckt habt auf Instagram, jetzt machen. Jetzt sofort. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Genau da. So, Tag 2 mit dem 992 Cabriolet hat angefangen. Gerade mir erstmal hier schön beim Götz ein bisschen Frühstück geholt. Fahren jetzt wieder zum Neckartal, das hoch, ein bisschen in Odenwald. Der normale Carrera oder Carrera 4, die gibt es noch nicht mit Schaltgetriebe. Das gibt es bisher jetzt nur im S. Das finde ich schade. Was cool ist, wenn man das Schaltgetriebe auswählt, kriegt Sport Chrono Standard dazu. Aber das wird ja wahrscheinlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Kundschaft tatsächlich betreffen, die den hier mit Schalter holen. Der Hauptteil holt sich den natürlich mit dem PDK und das ist auch das allgemein überlegene Getriebe. Also nicht nur Komfort, auch von der Geschwindigkeit her, von den Schaltvorgängen. Man kann den Radarabstandshalter mit dazu haben. Das, was manche Leute auf YouTube so ein bisschen bemängelt haben, ist, wenn der Motor so tief dreht, wie jetzt gerade, 43 km/h im 6. Gang, ist ja im Prinzip untertourig, dass man das im Fahrzeug spürt. Und da muss ich sagen, das ist hier gar nicht der Fall. Es ist komplett ruhig. Bei mir vibriert im Sitz davon gar nichts. Also das ist keinerlei Komfortnachteile, dass der Motor so tief dreht. Wenn man zu Komfort kommt, das Fahrwerk finde ich ein bisschen hart. Hört sich jetzt wieder lächerlich an, bei einem Sportwagen zu sagen, das Fahrwerk ist hart. Aber heutzutage, die Autos können alles so unglaublich gut, dass das dann tatsächlich auffällt. Ich weiß nicht, ob das an dieser 10 mm Tieferlegung liegt. Der hat ja hier die 10 mm Tieferlegung drin. Da weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass der deswegen ein bisschen härter ist. So, mal ein bisschen Szeneriewechsel. Meine Güte, ist das hier vielleicht schön. Gerade kein Witz, sind hier hinter mir übers Feld 2 Rehe gelaufen. Überall Insekten, kaum Verkehr und eine mega geile Straße, die wir jetzt mal ein bisschen nutzen, wo wir das Fahrzeug mal ein bisschen ordentlicher bewegen. Und es ist einfach traumhaft hier. Guckt euch das mal an.
Das Beste bei dem Wetter ist natürlich so ein Cabriolet zu haben. Deswegen lasst uns mal das Verdeck öffnen. Und das geht bis 50 km/h. Oh, wo wir jetzt auf dieser schönen Straße hier sind, gehen wir mal in Sportmodus, manuell und machen wir. Oh, und jemand sagt, Turbomotor kann nicht gut klingen. Ist gelogen, ist das. Klingt doch traumhaft. Der dreht bis über 7000 Umdrehungen. Natürlich traumhaft. Mit Verdeck offen hier so eine schöne Landstraße. Natürlich immenses Gripniveau. Die Lenkung ist genial. Absolut problemlos alles. Und das 8-Gang PDK, irre! Was ein Getriebe! Was ein Getriebe! Also in der Zwischenzeit kann ich ja wirklich sehr glücklich darauf zurückschauen, und wie viele coole Porsche-Momente ich hatte. GT3 in Leipzig mit dem Boxer T auf der Landstraße, mit dem Taycan den Cayman GT4 vom Tobi gejagt. Aber heute hier in dieser Landschaft, bei dem Wetter, mit Cabriolet, ganz für mich alleine, kein Verkehr, mit dem 911, das ist schon wirklich was ganz Besonderes gewesen. Das hat sich richtig gelohnt, hier rauszufahren. Und ich glaube, ich bin jetzt insgesamt schon knapp 4 Stunden hier. Also 450 PS finde ich immer noch zu viel, man kann es nicht so ganz genießen. Die kleinere Variante, glaube ich, stelle ich mir ein bisschen lustiger vor. Bin ich mal gespannt, ob ich die demnächst auch mal ausprobieren kann. Aber der Kollege hier, Alter, ist der schnell. Krass, aber trotzdem komplett beherrschbar, wunderbar kontrollierbar. Bringt einfach Spaß. Und die Turbogeräusche von diesem Auto, also wer Turbogeräusche liebt, oh, einfach geil, einfach geil. Und der Tag geht auch wieder mit traumhaftem Wetter zu Ende. Es war heute durchgehender Sonnenschein. Perfektes Cabriolet-Wetter, kann man wirklich sagen. Und hier mit Neckarsteinach im Hintergrund der Vierburgenstadt dachte ich, das ist eine ganz schöne Szenerie, um einmal die Ausstattung des Fahrzeugs durchzubringen. Da haben wir den 992 911 Carrera S, 450 PS, und das Ding hat eine Menge Ausstattung. Also haben hier einmal vorne haben wir das Sport-Design-Paket verbaut. Das heißt, das Fahrzeug kriegt eine ganz andere Front. Die Standardfront, ich blende die mal kurz ein, die ist nicht so aggressiv. Die hat einen viel größeren Mund, könnte man meinen. Hier unten ist in der Mitte das Abstandsradar und dann links, rechts die Lufteinlässe zum Kühlen. Hier beim Sport-Design-Paket ist es so, da ist wichtig zu bedenken, die aktive Aerodynamik vorne fällt weg. Das Standardpaket, der Standard 992, die Front, die hat vorne eine aktive Aerodynamik, die verbessert dann den Luftwiderstand. Das Fahrzeug ist generell in GT Silber Metallic, im Prinzip der beste Silberton, den es bei Porsche gibt, und der ist auch nicht günstig, wie alles an diesem Fahrzeug. Hier hat halt eine Menge Ausstattung. Lichtpaket ist auch das mit Abstand beste verbaut. Matrix LED mit
PDRS Plus und ja, das kann schon richtig was. Ich habe das gestern Nacht mal ausprobiert. Meine Güte, Licht hat man zur Genüge, aber das ist ja auch zu erwarten bei so einem Preis. Und ich würde es auch empfehlen, jeden einzubauen. Mehr Licht heißt mehr Sicherheit. Die Außenspiegel sind hier elektrisch anklappbar. Das heißt, wenn ich das Fahrzeug schließe und öffne, dann klappen die sich an. Räder haben wir 20 Zoll haben wir vorne und hinten haben wir 21 Zoll. Das ist bei jedem 911 jetzt so, ab der 992 Generation. Wir haben diese schönen neuen Türgriffe, die sich so anlegen. Ja, 992 natürlich ganz neu. Hat dieses Lichtband und das sieht echt klasse aus. Es gibt dem Auto einfach so viel mehr Präsenz. Und hier ist abgedunkelt der Porsche-Schriftzug und wir haben keine 911 oder 911 Carrera S, keinen Schriftzug dafür. Der Sportauspuff ist verbaut, das ist auch eigentlich ziemlich wichtig beim 992. Der ist damit doch wesentlich lauter als normal. Was ganz witzig ist, mir gefällt es nicht, wenn die Klappe offen ist im Stillstand. Das ist sehr bassig und dröhnt im Ohr. Das sieht jetzt wieder ein bisschen lächerlich an als Sportwagen-Fan, dass ein Auto zu laut ist, aber da mache ich die Klappe tatsächlich lieber zu. Auf der Landstraße, ihr habt es schon gehört, das ist wirklich geil, wie das Auto sich anhört für ein OPF. Twin Turbo 3 Liter Motor, irre gut. Weiter hinten ist kein Sportdesign-Paket verbaut. Hier blende ich mal das Sportdesign-Paket hinten ein. Auch was wirklich Schönes ist mit den abgedunkelten Details. Das passt sehr gut zum GT Silber Metallic. Das sieht so schon richtig schick aus. Also der Unterschied zum 991.2 ist signifikant. Also wenn es sich ums Aussehen dreht, kann ich definitiv den 992 empfehlen. Der sieht doch besser aus als der Vorgänger. Weiter im Interieur, machen wir mal hier kurz auf. Wir fahren automatisch raus. Hier erleuchtende Carrera S, 911 Carrera S. Türleisten, das ist auch sehr schick, auch eine extra Option. Denn das komplette Lederinterieur, es gibt tatsächlich nur ganz wenige Oberflächen, die nicht beledert sind. Auch hier schön mit den ganzen Ziernähten, das ist wirklich sehr fein gemacht. Dann haben wir ja hier die neuen Türöffner. Die sind richtig gut. Also die fühlen sich echt, finde ich, sehr schön an. Wir haben das Bose Audiopaket verbaut, das mittlere. Es gibt ja auch noch das Burmeister. Aber das Bose reicht eigentlich auch vollkommen aus. Außer man will halt einmal alles voll machen, kann ich auch verstehen. Nicht so schön im Interieur finde ich hier diese Türgriffe, die sind aus Plastik. Also das hier ist zwar beledert, aber das, wo man hier die Finger dran macht, hier, das hier ist irgendwie aus Plastik. Weiß ich nicht, vielleicht kann man das anders spezifizieren. Muss ich nochmal selbst im Konfigurator gucken. Das Interieur bei diesem Fahrzeug ist komplett schwarz. Bin ich eigentlich nicht der Fan von. Aber passt sehr gut zum GT Silber Metallic. Also hier, die Leute von Porsche Mannheim haben sich schon echt gut Gedanken gemacht, wie man so ein Auto gut aussehen lässt. Dann Sitze. Auch die besten Sitze wurden verbaut. Das heißt, wir haben hier die 18-Wege-Sitze. Die sind wirklich gut. Und für den Fahrer haben wir auch das Memory-Paket verbaut. Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr schön finde. Besonders wenn das Fahrzeug häufig mit mehreren Personen bewegt. Machen wir hier kurz das Licht aus. Das blinkt die ganze Zeit. Und dann haben wir natürlich eine neue Instrumententafel. Ne? Das heißt, wir haben noch einen analogen Drehzahlmesser in der Mitte. Und zur linken und zur rechten haben wir jeweils ein digitales Display, was sehr, sehr hochauflösend ist. Das ist einfach perfekt gemacht. Also da kann man wirklich gar nichts aussetzen. Hier dieses Fahrzeug hat das aktive Radar, den Abstandshalter verbaut. Das funktioniert auch wunderbar. Andere Optionen, die verbaut sind: Sitzbelüftung, Sitzheizung. Da muss ich sagen, ich bin eigentlich nie ein Fan von Sitzbelüftung, weil es die Sitze unbequemer macht. Da ist nochmal diese extra Lage drin mit den Ventilatoren. Aber im Cabriolet kann ich wirklich nur empfehlen, das auch einzubauen. Gerade jetzt hier im Sommer. Ich bin jetzt schon wieder am Schwitzen und wenn man sich dann auf das heiße Leder setzt, besonders wenn es schwarz ist, wird es natürlich extrem heiß. Da ist so eine Sitzbelüftung echt Gold wert. Also wer ein Cabriolet kauft, kann ich wirklich nur empfehlen, die Sitzbelüftung auch mit einzubauen. Dann weiter, das GT Sportlenkrad. Wir haben das Sport Chrono Paket, das heißt, wir haben hier die Uhr und wir haben hier den Drive Mode Selector. Und im Memory Paket merkt sich der Wagen auch, wie es eingespeichert wurde. Wenn ich den jetzt wieder ausmache und ich die Tür aufmache, dann fährt der Sitz zurück. Das Lenkrad geht auch wieder in die Standardposition, erleichtert einfach das Ein- und Aussteigen ein bisschen. So, dann machen wir das Auto nochmal an. Also haben wir zur Linken ein Display mit diesem Knöpfchen hier vorne. Damit wählen wir um, welches Display wir haben wollen. Jetzt ist es das linke. Jetzt ist es das rechte. Und jeweils werden diese Displays hier mit dieser Walze gewechselt. Tempo
Tempolimit, was nochmal, Abstandshalter, ne? Dann können wir hier unten mit dem kleinen können wir dann die Abstände einstellen. Gehen wir zum nächsten Display, haben wir hier gerade Verbrauch. Das hier ist sehr realistisch, das ist gerade einfach Lindenhof, Porsche Zentrum und jetzt hier gegenüber von Neckarsteinach. 11,6 Liter ist in Ordnung, würde ich sagen. Wenn man das Auto aber richtig tritt, dann können da auch schon mal fast 20 Liter draufstehen. Aber so einen halben Tank kommt noch 344 Kilometer weit. Das Fahrzeug ist auch mit dem 90 Liter Tank ausgestattet. Also man kann da richtig Reichweite auch rauskitzeln, wenn man jetzt in Frankreich oder im EU-Ausland, Italien unterwegs ist, da nur 130 fahren darf, dann sollte das auch unter die 10 Liter kommen. Dann könnte man fast 1000 Kilometer mit dem Auto fahren. Das ist sehr nett. Zweiter, Fahrzeuginformation und hier sind wir beim Mode Selector. Also ich kann hier dann wählen, die verschiedenen Modis durch. Wet, Normal, Sport, da geht die Klappe mit auf, Sport Plus, Individual. Wet Mode ist neu. Das Fahrzeug hat ja Mikrofone verbaut in den Radkästen. Wenn es regnet, dann hört das Fahrzeug das und aktiviert den automatisch bzw. schlägt es vor, den zu aktivieren. Dann hier Infotainment. Will ich jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen. Es ist wie in jedem Porsche. Ich habe jetzt hier gerade mal das Navi an. Schön mit der Auflösung. Dann haben wir Media. Dann haben wir natürlich auch das Auto. Jeden Kram kann man hier sich abrufen, was man will. Das Fahrzeug hat auch die Ambientebeleuchtung verbaut. Sieht man jetzt natürlich nicht, es ist gerade auch extrem hell. Ja, dann haben wir hier noch die Knöpfe für weitere Fahrzeugeinstellungen. Beim 991.2 waren die ja immer hier unter dem Schalthebel verbaut. Hier sind sie jetzt hier vorne und die fühlen sich richtig gut an. Der hier hat auch das Frontlift-System. Wenn ich den drücke, dann fährt das Fahrzeug hoch. Wenn ich ihn wieder drücke, senkt sich das Fahrzeug auch wieder ab. Das Fahrzeug ist verbaut mit der 10 mm Tieferlegung. Ich denke mal, deswegen ist das hier verbaut. Persönlich halte ich davon nicht so viel. Ich finde das ein bisschen verschenktes Geld. Wenn man die 10 mm Tieferlegung will, dann kann man sich darüber Gedanken machen, ob man das auch einbaut. Wenn man jetzt den 11er normal hat, ohne die 10 mm Tieferlegung, dann braucht man das Frontlift-System nicht. Selbst im Parkhaus, wo ich auch schon war, ich weiß nicht, das ist alles ganz normal. 11er kann das halt. Ist kein GT3, der das braucht. Dann hier die Klima, 2 Zonen, Klimaautomatik und auch hier, ne? Im Gegensatz zum Taycan, wo ich das ja mega vermisst habe. Gott, diese Knöpfe, die fühlen sich so gut an. Also das muss ich wirklich sagen, so hochwertig. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht alles. Also das Interieur, das hat Porsche auch einfach drauf. Es ist extrem hochwertig, es quietscht nichts, es rattelt nichts. Und das Auto generell, ja, hat so ein bisschen Panzerfeeling, als könnte man damit alles machen und es geht nicht kaputt. Es ist extrem solide. Letzte Kleinigkeit, die in dem Auto verbaut ist, finde ich ganz wichtig. Gerade beim Cabriolet hat man einen riesengroßen Totwinkel, wenn das Verdeck geschlossen ist. Deswegen so ein Totwinkelassistent ist ein Must-Have. Finde ich aber auch generell, also wer jetzt meint, dass man sich das Geld sparen will, gerade beim Porsche, es ist dann doch ein Sicherheitsfeature und ich finde, man sollte einfach bei Sicherheit einfach alles anklicken. Also das macht das Leben einfacher. Wirklich, wirklich einfacher. Also Fahrzeug kostet jetzt noch 150.000 Euro, was echt viel, viel Geld ist. Der hatte ja auch im Prinzip alles drin. Aber es ist auch wirklich ein extrem geiles Auto. 450 PS finde ich vielleicht doch ein bisschen viel. Um das Auto richtig auf der Landstraße zu genießen, ist der kleine vielleicht sogar besser. Aber für die Rennstrecke unbedingt den S nehmen. Also wer ab und zu wirklich mal Rennstrecke fahren möchte, ist vielleicht jetzt mit dem Cabriolet nicht so, was man macht, aber mit dem Coupé unbedingt den S nehmen, weil der auch die bessere Bremsanlage hat. Der kleine Carrera oder Carrera 4, der kriegt eine kleine Bremsanlage. Das lässt sich auch nicht dazu ausstatten, deswegen da unbedingt den S für nehmen. Sonst im normalen Gebrauch ist der S eigentlich schon fast zu viel. Die 450 PS, die habe ich nicht richtig ausgenutzen können, weil einfach der Platz fehlt und man ist so schnell auf 100. Mit Sport Chrono Paket macht das Auto 3,7 Sekunden auf 100. Das ist schon wirklich krass. Ja, die Sonne geht so langsam unter mit Neckarsteinach im Hintergrund. Wirklich sehr schöner Spot hier. Wer auch mal gerne Bilder machen will zum Autoschießen, kann ich nur empfehlen. Ist leicht zu erreichen, alles asphaltiert hierher. Bietet sich sehr schön an. Ja, und dann wollen wir mal gucken. Morgen wollen wir noch mal ein bisschen sportlich unterwegs sein. Launch Control und Autobahn steht dann an.
aber auch schon auf der Abfahrt zum Porsche-Zentrum. Denn wir müssen das Auto natürlich leider auch wieder abgeben. So, da sind wir wieder beim Porsche-Zentrum mit der Laura Siebert. Hi Michael. Die wird uns das Auto gleich wieder abnehmen. War wieder geil. Hab wieder ganz lieben Dank, hat Spaß gebracht. Habe ich mir gedacht. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel versprochen. Nee, wirklich. Also das war echt. Also 11er ist halt 11er und 11er der ist echt schnell. Und 11er bleibt 11er. Und 11er bleibt 11er, ja, das ist wirklich so. Aber der hat nie im Leben nur 450 PS. Der ist ja so schnell. Geht gefühlt noch ein bisschen mehr. Das ist krass. Also das war echt wieder sehr geile 3 Tage. Ganz lieben Dank, hat echt Spaß gebracht. Und das Auto ist einfach so schnell. Das hätte ich nicht erwartet, dass der. Im Prinzip ist es ja der Kleine. Ne? Genau. Also das ist der GTS fehlt ja noch, der kommt ja erst noch. Und das war jetzt das S-Modell. Also GTS kriegt wahrscheinlich dann so 500 PS. Ich denke, der wird in die Richtung 500 gehen. Genau. Ja, okay. Genau. Ja, dann bleibt noch der Schlüssel übrig. Bitte schön. Den nehme ich einmal zurück. Vielen Schon Dank. fast vergessen. Nee, cool. Okay, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf alle Fälle. Ja. Hab wieder ganz lieben Dank. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, die Ausfahrt mit dem 992 Carrera S Cabriolet, dann lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da. Und dann wollen wir mal gucken, was wir nächstes Mal für euch parat halten. Es war auf alle Fälle wieder sehr spaßig und ich denke mal, das wird auch in Zukunft so sein. Habt ganz lieben Dank. Macht's gut. Alla, ciao. Ciao.